Heute bei den Lately News hat in München die Polizei einen Fahrradfahrer angehalten, da dieser in Schlangenlinien fuhr. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrradfahrer ordentlich getankt mit 2,56 Promille. Allerdings schob er das Schlangenlinienfahren nicht auf den Alkohol, sondern der Mann behauptete, Pazifist zu sein und dass er dementsprechend mit seinem Fahrrad nur Schnecken auf dem Boden ausgewichen ist. Dafür bekam er bei Peter 5 Punkte aufs Karma-Konto gezahlt und von der Polizei weitere 10 auf sein Karma-Konto in Flensburg. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz. Und selbstverständlich bin ich auch heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Für viele in Berlin sind ja die letzten Retter in der Not nicht etwa die Feuerwehr. Denn was bringt es bitteschön, wenn jemand das Haus zwar löscht, man aber trotzdem nichts mehr zu essen hat? Weil das ja das Feuer verursacht hatte und die Catering-Auswahl der Berliner Feuerwehr ist immer noch recht dürftig. Sondern für viele ist dann genau der Späti der Retter in der Not, wo man von vietnamesischen Curry-Gummibärchen über armenisches Bier bis hin zu seit 16 Jahren abgelaufene Würstchen im Glas alles finden kann. Und dementsprechend war es kein Wunder, als ein paar Vermummte ein Späti in Berlin-Kreuzberg überfallen wollten, sie dabei aber die Rechnung ohne den Späti-Besitzer machten. Denn als sie ihn mit einem Kochmesser bedrohten, holte dieser nicht etwa eine Handfeuerwaffe oder auch ein Messer unter dem Tresen hervor, sondern einen handelsüblichen Raketenwerfer. Klingt drastisch, ist aber nur eine ganz normale Nacht hier in Berlin. Währenddessen in Erfurt. Ich kann es immer noch in meinen Ohren hören, denn meine Tante Erna hat es mir oft genug gesagt. Fahre niemals betrunken. Egal ob Fahrrad, Auto, Helikopter oder den Stadtpanzer. Sondern rufe dann lieber ein Taxi oder mich an. Selbstverständlich habe ich immer ein Taxi genommen, denn hätte ich meine Tante Erna angerufen, hätte ich mir die ganze Fahrt über anhören müssen, dass man nicht so viel trinken soll. Und wenn man schon so viel trinkt, dann muss man wenigstens eine Schlägerei anfangen, wie man das früher in ihrer Jugend so gemacht hat. Spandau war in den 60ern ein ziemlich rauer und komischer Ort. Hätte das mal lieber ein Radfahrer getan, der betrunken war und sich nicht etwa ein Taxi gerufen hatte, sondern direkt bei der Polizei anrief. Jedenfalls fand die das total unloll, weswegen sie ihn nicht nach Hause, sondern direkt in eine Ausnüchterungszelle brachte, wo er noch heute sitzt. 40 Jahre später. Derweil in Glasgow. Einer der zahlreichen Jobs meiner Tante Erna war es unter anderem auch mal Bibliothekarin gewesen zu sein. Daher kommt auch ihr Twitch-Name Erna the Librarian. Für mich bedeutete dies jedoch auch den Zugang zu Tausenden von Büchern, und das war in Zeiten vor dem Internet wie ein goldenes Ticket für jedes Schulreferat. Jedoch wäre meine Tante Erna not amused gewesen bei dem, was einer Bibliothekarin in Glasgow widerfuhr. Die bekam nämlich per Post ein Kochbuch mit dem Titel Mrs. Balbier Sings Indian Cookery zurückgeschickt, das jemand vor 50 Jahren ausgeliehen und vergessen hatte, wieder zurückzugeben. Zudem lagen noch 20 Pfund im Kochbuch bei. Vermutlich hätte sich die Bibliothekarin eher über ein leckeres Gericht von Balbier Singh gefreut, aber die 20 Pfund wurden dann genutzt, um den Mitarbeitern der Bibliothek ein paar Donuts zu kaufen. Und Mrs. Balbier Singhs Indian Cookery freut sich schon darauf, wieder für die nächsten 50 Jahre verliehen zu werden. Unterdessen in Caracas. Ich persönlich denke ja, dass ein Mindeststundenlohn in dieser Branche von unter 12.000 Euro als unmenschlich bezeichnet werden darf. Gerne würde ich für einen höheren Lohn streiken,
Aber zum einen ist es draußen nicht so schön wie drinnen und zum anderen würde dann Günther Jauch die einmalige Chance nutzen, um als Streikbrecher sich auch diesen Job hier unter seine überraschend gar nicht so sauberen Nägel zu reißen. Nur würde er dann jede Fernsehsendung in Deutschland moderieren für bestimmt mehr als 12.000 € die Stunde. Leider dachte sich auch Venezuela dasselbe und strich von einem zum anderen Tag sage und schreibe gleich 6 Nullen von den Geldscheinen. Was für die Szene der venezolanischen Milliardäre katastrophale Folgen hatte, da nun nicht mehr 100% der Venezolaner Milliardäre sind, sondern nur noch 95%. Denn momentan ist ein Euro immer noch 100 Millionen venezolanischer Bolivar wert. Oder 2 von Olle Pocher moderierte Fernsehsendungen. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Firebeast mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke Froschi Firebeast, und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen zu dem ein oder anderen Tsunami im Schwimmbad von Gelsenkirchen Nord kommen kann, da mehrere Sumo-Ringer angekündigt haben, vom 5 Meter Brett zu springen. Also ein fast normaler Mai auf Schalke. Das waren die Late News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.